Wir sind Petra und Oliver vom Tonraumstudio. Und heute möchten wir uns kurz vorstellen. Wir sind seit über 20 Jahren ein Paar. Gemeinsam betreiben wir den Tonraum, das offene Studio für Kurse und zum Selbertöpfern. Kreativer Wirbelwind, vielseitig und herzlich. Scharfsinnig wie ein Fuchs, gewissenhaft und charmant. Wir waren vor langer Zeit einmal mit dem Rad unterwegs und haben in einem Café eine Pause gemacht. Da ist uns der Kaffee in netten kleinen Tassen serviert worden und das war so dieser zündende Moment, wo wir gesagt haben, können wir das nicht selber machen? Wir waren sowieso auf der Suche nach einem neuen Hobby, das wir gemeinsam betreiben können und Geschirr haben wir uns auch keins gefunden, also haben wir gedacht so, warum nicht selbst ausprobieren? Es war dann tatsächlich so, dass wir 2 Wochen später eine Töpferscheibe in unserem Wohnzimmer stehen gehabt haben und da hat das Ganze eigentlich begonnen. Ja, wobei man jetzt sagen muss, Töpferscheibe im Wohnzimmer ist nicht die beste Idee. Das haben wir relativ schnell gemerkt und haben uns dann auf die Suche gemacht, einen Ort zu finden, wo wir das besser gestalten können. Haben dann hier in Halle ein kleines Häuschen gefunden, wo wir im Keller unsere erste richtige Werkstatt einrichten konnten. Da hat es dann auch nicht lang gedauert. Und durch unsere Verbindung in die Gastronomie haben sich dann Freunde gemeldet, relativ schnell, die dann Teller für ihre Restaurants haben wollten und Schüsseln und so Dinge. Und so sind wir sehr, sehr schnell in die Serienfertigung gekommen. Die häusliche Nebentätigkeit hat es dann relativ schnell mal gesprengt. Jetzt haben wir uns überlegen müssen, wie wir weitermachen und haben uns dann eben informiert, wie wir das Ganze gewerblich machen können. Ja, und so haben wir dann die erste Werkstatt eröffnet hier in Hallein. Dort haben wir dann hauptsächlich für die Gastronomie große Aufträge gemacht, hatten aber auch einen Showroom dabei und haben halt damit recht viele Leute angezogen und haben gemerkt, dass die meisten irgendwie selber Lust haben zum Töpfern. Also wir hatten ganz viele Anfragen, kann man bei euch Kurse machen, habt ihr Platz, dass ich vielleicht mittöpfern kann oder selber bei euch töpfern kann man eure Werkstatt nutzen zum selber arbeiten, was damals nicht ging, weil die Werkstatt zu klein dafür war. Und so ist dann irgendwie die Idee entstanden, genau dafür einen eigenen Ort zu schaffen. Ja, den geeigneten Ort haben wir dann schlussendlich gefunden. Wir haben ein altes Wirtshaus, das lange leer gestanden ist, wiederbelebt. Wir haben es ausgehöhlt, wir haben eine Werkstatt eingerichtet, das für mehrere Personen nutzbar ist. Und wir haben logistisch eigentlich da die perfekte Wahl getroffen. Und im Oktober 24 war es dann soweit, dass wir eben in diesem Wirtshaus dann das Tonraumstudio eröffnen konnten. Vielleicht, dass wir für namhafte Hotels und Restaurants bereits Geschirr produzieren haben dürfen. Oder einfach, dass wir es in so kurzer Zeit geschafft haben, dass wir beide von unserem Traum, Keramik herzustellen und zu töpfern, leben können. Ich war mal zu faul, bei einer neuen Tonlieferung eine Probe zu brennen, was dazu geführt hat, dass 150 Bierkrüge zu klein geworden sind. Und dass wir 150 Bierkrüge an einem Tag nochmal töpfern mussten. Vom Stock drehen. Ich mag es, ein Stück nach dem anderen vom selben Hubel zu drehen. Da kann ich so richtig drin versinken. Ich drehe gern große Sachen, also Schüsseln oder Krüge bzw. Vasen. Aber ich modelliere auch sehr gerne. Ich bin Koch, also wahrscheinlich würde ich immer noch in der Küche stehen und kochen. Auch ein toller Job. Und ich wäre immer noch im Büro, in der Administration. Eindeutig drehen und abdrehen. Ich bin nicht so ein Multitalent wie Petra und deswegen meistens eher an der Töpferscheibe zu finden. Ich unterstütze die Leute sehr gerne bei ihren Projekten, gebe deswegen auch sehr gerne Kurse. Nun, mal sehen, was noch so alles passiert. Im Moment sind wir noch recht begeistert, was sich im Tonraum alles entwickelt. Jetzt seid ihr dran. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ciao! Ciao, wir sehen uns.